Heute versuche ich euch zu zeigen, welche Öleinfüllstutzen es gegeben hat vom Puch. Die vertiefte Version ist die erste Version, die braucht aber auch eine Gummimembran. Ja? Nicht so eine Bockekarte, sondern eine neue weiche Gummimembran. Ja? Die neuere Version, wo glatt ist, die hat eine Metallmembran. Und dann hat es noch gegeben mit der Entlüftung für ein TR, da braucht man aber dann so einen Ventildeckel. Das war halt vom 650 TR für die Ventildeckelentlüftung, dass auch ein Öl auf die Köpfe kommt und entlüftet. Und die letzte Version, die war, 73 Haflinger, oder die letzten Haflinger und 126er Puch, haben den Öleinfüllstutzen gehabt. Der hat sogar oben für den Luftfilter ein bisschen eine Ölung. Und das ist interessant, damit kein Öl rinnt mit dem Ölrücklaufrohr vom Ventildeckel, rinnt wieder zurück in den Motor. Das ist die letzte Version. Und jetzt zeige ich euch, wie man sowas zusammenbaut. Also jetzt fangen wir mal an mit der alten Version, nämlich mit der vertieften. So, da gibt man mal eine Feder rein. Den Formteil, der gehört aber da in diese Membran reingedrückt. Dann die große Dichtung, die gehört da unten. Dann dieser Teil. Dann gebe ich noch die Dichtung. So. Wellscheibe. Mutter. Das sollte man nicht zu fest also schon mit Gefühl anziehen, aber nicht anknallen. Und diesen Ring brauchen wir, weil der da in den Öleinfüllstutzen reingeht. Ja? Der ist hier nicht benötigt, weil es ja glatt ist. Den brauchen wir. Den gehen wir da jetzt rauf. Weil würde ich den jetzt ohne den Dichtring reingeben, dann würde das nicht dichten erstens einmal und nicht fest. Also die Spannung wäre nicht gut genug. Ja? Jetzt. Und wenn ich den falschen Deckel hier montieren möchte, ja, dann ist es besser, ich gebe das weg und da gibt es eine andere Dichtung mit so einer Lippe, wo man diese Metallmembran reingeben kann. Ja. Die kann man auch da drüber schieben, ist zwar nicht original, aber dann kann man auch diesen Deckel verwenden, weil die Leute wechseln einfach alles untereinander und haben immer Ölverlust. Und es gibt auch dann oft, dass dieses Rohr locker ist und nicht nachgelötet, dann rinnt auch da das Öl. Und man kann aber dieses Membran ganz leicht prüfen, ob es überhaupt funktioniert, indem dass man, wenn man reinblast, muss ein Widerstand sein. Und wenn man ansaugt, muss es öffnen. Aber jetzt zeige ich euch noch die andere Version. Das war jetzt die alte Version für diesen Deckel. Und jetzt bauen wir zusammen Metallmembran, wo dieser spezielle Gummi ist, also was rundum geht. Der ist nur da reingeschoben. Ja. Da brauche ich keine Federn, kein Formstück, das kann ich alles vergessen. Ja? Dieses dünne Blech brauche ich auch nicht, weil das ist da schon fertig drinnen. Und die Membranseite gehört zum Deckel. Und dann nehme ich nur diesen Blechteil, Federring und Mutter. Ich habe da sogar schon einen Dichtring reingegeben.
weil es auch da schon rausgeblasen hat, beim Gewinde. Das ist jetzt die neue Version, wenn ich bis auf Anschlag. Aber wenn man das zum Beispiel bei dieser Version zu fest anzieht, das ist ein ganz dünnes Blech, das wäre nicht gut, weil dann die Membran, die muss abdichten. Und wenn ich das jetzt dann von dieser Seite zu fest anziehe, dann biegt sich das durch und dann kann die Membran gar nicht abdichten. Wenn ich da die Kontrolle mache und reinblase, werde ich sehen, dass ich durchblasen kann. Und auch aufsaugen geht immer, aber das Durchblasen ist ja fürchterlich. Und wenn ich das habe, dann habe ich bald wahrscheinlich einen Motorschaden, weil dann verliere ich auch das Motoröl. Weil die Entlüftung, man hat ja oft ein Tröpfchen, wenn man steht, durch den Nebeldampf, was man da drinnen hat, das runtertropft. Aber wenn da immer ein Lackerl drinnen ist, dann ist die Membran nicht dicht. Und ich habe am liebsten die Metallmembran, weil die hält. Die Gummimembran, die wird halt beinhart. Das ist keine Membran mehr dann, nach Jahren. So, und jetzt. Bei der ist wieder anders zusammengebaut. Das ist zum Beispiel die letzte Version von den Öleinfüllstutzen. Der hat wieder Metallmembran. Der hat eine kleine Feder. Der hat eine ganz kleine Feder. Das Sechskant-Hutmutter. Da ist jetzt kein Blech. Wo habe ich das Blech? Also dieses Blech kommt hier nicht drauf. Auf der unteren Seite. Auf dieser Seite. Das, was dann zum Ventildeckel zurückgeht. Ja. Oben ist aber ein Blech. Auf der Oberseite ist auch so eine Sechskant-Mutter, also Hutmutter. Und die Feder, der hat den Blech. So, das waren jetzt Öleinfüllstutzen, Ölrücklaufrohre und Flauterventile. Ich hoffe, ich habe helfen können. Passt.